Hey, in diesem Video zeige ich dir eine Methode, mit der du in nur 4 Schritten deine angstvollen Gefühle wie Stress, Wut, Eifersucht oder Trauer hinter dir lassen und mit Wonne in die Gefühle von Liebe, Gelassenheit, Freude und Akzeptanz eintauchen kannst. Bleib also unbedingt dran, wenn auch du dein Leben in kürzester Zeit verändern und in Zukunft die Kunst des Emotionsmanagements beherrschen willst. Es funktioniert wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und als individualpsychologische Beraterin mit einer Vielzahl von Zusatzausbildungen und Weiterbildungen möchte ich dir mit diesen Videos, also mit dieser Mutig Leben Videoreihe, ein paar einfache Tricks zeigen und erprobte Tipps weitergeben, wie du dein Leben leichter, optimistischer, fröhlicher, selbstverantwortlicher, kurz, wie ich es nenne, mutiger gestalten kannst. Manche nennen sowas Life-Hacks und bezeichnen mich dann entsprechend als Life-Coach. Meinetwegen. Aber lass dich bitte nicht täuschen. Auch wenn die Dinge, die ich hier in diesen Videos anspreche, mehr oder weniger an der Oberfläche bleiben, verfüge ich doch über eine tiefenpsychologische Ausbildung und viel Erfahrung in 1:1 Sitzungen und kann Menschen durchaus auch durch ihre dunkelsten Momente begleiten und sehr ernsthafte Themen bearbeiten. Ich sage das hier deshalb einmal so deutlich, weil ich gerade in diesen schwierigen Zeiten doch sehr froh bin, dass ich eine derart solide individualpsychologische Ausbildung genossen habe und inzwischen auf immerhin 12 Jahre Praxiserfahrung mit unzähligen zufriedenen Klienten zurückblicken kann. Einige Kommentare und E-Mails aufgrund dieser Videoserie haben mich jetzt dazu veranlasst, mich einmal deutlich vom Heer jener im Schnellverfahren ausgebildeten Life-Coaches abzugrenzen, die da draußen aufs Geratewohl an Menschen im 1:1 Setting herumcoachen und diese dann nicht selten mit ihren angerissenen Themen und mitunter aufgerissenen Wunden regelrecht sitzen lassen. Ganz klar, das würde dir bei mir nicht passieren. Auch nicht in einer Zoom-Sitzung. Punkt. So, das musste jetzt mal gesagt werden. Und hier auch gleich meine Bitte an dich, wenn dir meine Videos gefallen und du daraus etwas für dich mitnehmen kannst, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, schenke mir hier ein Like, also hier unten, und leite das Video auch gerne an deine Freunde weiter. Das kostet dich nur einen Klick und hilft mir, meine Reichweite zu vergrößern. Denn ich bin überzeugt, ehrlich gesagt, bin ich sogar ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Menschen diese Tipps gut gebrauchen können. Und immerhin, es kostet ja nichts. Heute möchte ich dich, nachdem ich das jetzt schon länger angekündigt hatte, mit meiner Pool-Methode bekannt machen und dir zeigen, wie du in 4 einfachen Schritten deinen emotionalen Zustand verändern kannst. Und zwar von nach Der umfassendere Nutzen dieser Methode wird dir rasch klar, sobald du anfängst, sie anzuwenden. Ich versuche mich dabei möglichst kurz zu fassen und blende dir zu gegebener Zeit die jeweiligen Grafiken und Abbildungen ein. Deshalb bin ich heute auch ganz einfach hier zu Hause in meinem Garten geblieben, um auf alle Materialien, die ich dafür eventuell brauche, optimal zugreifen zu können. Nächste Woche nehme ich dich garantiert wieder mit an einen spannenden Ort. Ich verspreche es. Außerdem dachte ich mir, dass ich die Pool-Methode am besten an meinem eigenen Pool erklären und vielleicht sogar vorführen kann. Ja, wo fange ich am besten an? Da ich davon ausgehe, dass du mein Buch Arschbombe ins Glück, so werden Sie Ihr eigener Happiness-Produzent, noch nicht gelesen hast, was ich dir natürlich dringend empfehle, muss ich etwas weiter ausholen. Ich habe in meiner Arbeit mit krisengeschüttelten Klienten schon vor Jahren festgestellt, dass die Krise meist nur in ihrem Kopf besteht und ihren unschönen Anfang durch ungünstige Gedanken und das anschließend unvermeidliche
Abrutschen in ungute Gefühle findet. Also habe ich kurzerhand alle Emotionen in 2 Felder aufgeteilt, was zuvor schon als anerkannte Sichtweise gelten konnte, wie wir aus diesem Zitat von Neale Donald Walsch leicht erkennen können. Anfangs sprach ich in meinen Sitzungen und Seminaren von Teichen. Später wurden daraus dann Pools. Da gibt es nun also den kalten Pool der Angst auf der einen Seite und den warmen Pool der Liebe auf der anderen Seite. Und wir können tatsächlich alle Emotionen einem dieser beiden Schwimmteiche zuordnen. Schau mal hier. Im Angstpool findest du Gefühle wie Abscheu, Ärger, Depression, Eifersucht, Einsamkeit, Ekel, Enttäuschung, Frustration, Furcht, Gekränktheit, Gier, Groll, Hass, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Langeweile, Melancholie, Missgunst, Neid, Neugier, Ohnmacht, aber auch Rache, Scham, Schuld, Sorge, Stress, Trauer, Überheblichkeit, Ungeduld, Unruhe, Unsicherheit, Verachtung, Verwirrung, Verzweiflung, Wut, Zorn und Zweifel. Jedes dieser Gefühle sorgt dafür, dass wir uns tendenziell schwer fühlen. Wenn Menschen diese Emotionen beschreiben, verwenden sie auch häufig Begriffe wie eng, dumpf oder bedrückt. Und auch wenn die einzelnen Gefühle unterschiedliche Erregungsgrade in uns erzeugen, so lassen sie uns doch alle innerlich erkalten. Selbst und gerade wenn wir mit hochrotem Kopf in der Wut stecken und schier platzen, ist es innen drin doch ganz kalt. Man spricht nicht umsonst von kalter und von blinder Wut. In unseren Beziehungen wirkt sich jedes dieser Gefühle dementsprechend sozial trennend aus. Entweder ziehen wir uns selbst von anderen zurück, kapseln uns also ängstlich ab, brüten unsere Sorgen im stillen Kämmerlein aus und vergraben uns in unserem Kummer. Oder aber die anderen ziehen sich von uns zurück, meiden die Aggression, Depression und die negative Stimmung und die Ausstrahlung, die meist von Menschen mit diesen Gefühlen ausgeht. Außerdem sorgen die Emotionen der Angst dafür, dass wir uns eher passiv verhalten. Wir sitzen also eher dumpf grübelnd auf dem Sofa, lassen den Sport ausfallen, weil uns die Hoffnungslosigkeit lähmt. Und dann knabbern wir vor lauter Schuldgefühlen an den Nägeln oder sogar an Kartoffelchips. Dies ist absolut die Sphäre des Opfers, dem das Leben übel mitspielt und dem immer alles Schlechte widerfährt. Hier sitzen also all jene in diesem kalten Pool, die glauben, die Arschkarte gezogen zu haben und die sich immer und überall ungerecht behandelt fühlen. Wer sich hier aufhält, kann nichts dafür und der kann aber auch nichts dagegen und nichts daran ändern. Während ein kurzes Eintauchen ins kalte Wasser wie im richtigen Leben auch hier keinen großen Schaden anrichtet, macht der längere Aufenthalt oder gar der dauerhafte Aufenthalt im kalten Pool jedoch ganz sicher krank. Und zwar sowohl psychisch als auch physisch. Was die Dynamik dieser Emotionen angeht, kann man wohl behaupten, dass hier das Drama zu Hause ist. In dieser Sphäre nehmen alle Ereignisse einen verhängnisvollen Ausgang. Hier werden beeindruckende Katastrophengeschichten gebaut und große Gefühle hergestellt. Und zu lachen, naja, das wäre dann ja auch Komödie, gibt es hier schon gleich gar nichts. Was wäre wohl Hollywood ohne all diese Gefühlsdramen, Horrorgeschichten und Leidenssagas? Die könnten schlichtweg einpacken. Herrscher in diesem Pool ist das Ego, das man gleichsetzen kann mit Geist oder Kopf oder dem kritischen Denker und dem es letztlich immer um das Haben-Wollen geht. Und sei es nur ums Recht haben wollen. Das Ego hat eine große Leidenschaft und die liegt im Trennen, im Unterschiede betonen und im Spalten. Das Ego liebt es zu urteilen, zu beurteilen und zu verurteilen. Und sowohl Menschen als auch Situationen, Sachverhalte und Dinge zu bewerten. Für das Ego geht es ganz klar darum,
klare Grenzen zu ziehen zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Damit tritt auch hier logischerweise ein trennender Effekt ein. Man urteilt und teilt sich damit vom Ur. Also man vollzieht eine Trennung des eigenen Selbst von der energetischen Urgemeinschaft aller Menschen, durch die wir nun einmal alle verbunden sind. Eines ist besonders unangenehm an den Gefühlen des kalten Pools. Sie wirken magnetisch und ziehen mit großer Macht andere kalte Gefühle an. Wenn ich mich also schon über meinen Chef ärgere, kommt garantiert auch noch der Neid auf die Kollegin hinzu, weil er mit der ja immer so nett umgeht. Und wenig später gesellt sich garantiert die Frustration dazu und erzählt mir, dass der Job ja im Grunde noch nie Spaß gemacht hat. Und die Hoffnungslosigkeit stimmt ein und singt mir das Lied von „Das wird auch nie anders sein". Kein Wunder, dass ich mich am Ende total deprimiert fühle. Auf der anderen Seite haben wir den warmen Pool mit allen Gefühlen, die sich um die Liebe scharen, wie Abenteuerlust, Akzeptanz, Ausgeglichenheit, Begeisterung, Bewunderung, Dankbarkeit, Demut, Empathie, Erleichterung, Freiheit, Frieden, Freuden, nein, nicht Eierkuchen, aber Freundschaft, Fröhlichkeit, Geborgenheit, Geduld, Gelassenheit, Glaube, Glück, Gnade, Heiterkeit, Hoffnung, Humor, Inspiration, Interesse, Leichtigkeit, Loslassen, Lust sowie Mitgefühl, Mut, Optimismus, Ruhe, Stärke, Stolz, Sympathie, Verbundenheit, Verständnis, Verstehen, Vertrauen, Verzeihen, Wertschätzung, Zuneigung, Zufriedenheit, Zugehörigkeitsgefühl und die Zuversicht und noch einige mehr. In dieser warmen Wanne fühlt sich alles so schön leicht an, als würde man im Salzwasser schwimmen, das einen von alleine trägt und einem das Gefühl von Schwerelosigkeit gibt. Menschen, die diese Gefühle beschreiben, verwenden häufig Adjektive wie offen, befreit, gelöst, erleichtert, unbeschwert. Natürlich finden wir auch hier unterschiedliche Erregungsgrade. Doch das wohlige Gefühl, das man rund um die Herzgegend verspürt, ist immer da. Da wird einem sprichwörtlich warm ums Herz. In den sozialen Beziehungen wirkt sich jedes dieser Gefühle stark verbindend aus. Man könnte die ganze Welt umarmen, wenn man verliebt ist. Man will mit anderen kooperieren, wenn man inspiriert ist. Man geht auf die Mitmenschen zu, wenn man Verständnis hat. Man will unterstützen, wenn man selbst Optimismus und Mut spürt. Man teilt seine Freude mit anderen, will sie am eigenen Glück teilhaben lassen. Hier ist man tendenziell viel aktiver. Man will tätig werden, ins Handeln kommen und oft sogar andere mit hineinnehmen in die produktive Ungeduld. Dies ist definitiv die Sphäre des Gestalters, der anpackt, der Verantwortung übernimmt, der seine Chancen nutzt und der dem Leben mutig ins Gesicht schaut. Hier finden wir all die Menschen, die wissen, dass Hinfallen keine Schande ist, sondern nur das Liegenbleiben. Wer sich in diesen warmen Gewässern aufhält, der bleibt oder wird sogar wieder gesund, seelisch und körperlich. Liebe, und dazu gehört vor allem auch die Selbstliebe, heilt. Über die Forschungen und Studien hierzu gibt es jede Menge Bücher und Filme. Das Drama hat hier im warmen Pool keine Chance. Stattdessen schwimmt im warmen Wasser der Humor auf seiner Luftmatratze. Hier wird viel gelacht, gescherzt, gewitzelt und das Leben eher auf humorvolle Weise genommen. Hier lebt man nach dem Motto, der Pessimist hat vielleicht recht, der Optimist aber hat den Spaß. Im warmen Pool geht es immer um Chancen, nie um Risiken. Hier herrscht die Überzeugung vor, dass alles schon irgendwie gut ausgehen wird. Chef in dieser wohligen Zone ist es Ich.
das wir gleichsetzen können mit der Intelligenz des Herzens, mit unserer inneren Stimme, mit unserem wahren Selbst. Hier spüren wir, wenn wir den Mut haben hinzuspüren, unsere wahren Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Hier kommen wir uns selbst näher und erkennen, wer wir wirklich sind oder sein wollen. Dass dies für die meisten Menschen ungewohnt ist, dürfte kaum überraschen. Im warmen Pool geht es ganz klar um das Sein, was viel mehr ist als die reine Existenz. Beim Sein steht vielmehr die Verwirklichung dessen im Vordergrund, was manche als Berufung bezeichnen und wieder andere mit Sinn umschreiben. Außerdem geht es hier um das Annehmen von Lebensaufgaben, von Prüfungen, von Chancen und von sich selbst als wunderbarem, einzigartigem Wesen. Das hat wirklich Potenzial für großes Kino. Genau wie die Emotionen im kalten Pool sind auch die warmen Gefühle offenbar Rudeltiere und ziehen ihre Artgenossen magnetisch an. In diesem Fall ist es aber echt was Feines. Wenn ich mich also gerade richtig über was freue, kommt ziemlich sicher gleich auch noch die Hoffnung um die Ecke und will mitspielen. Kurz danach taucht das Vertrauen auf und bringt womöglich noch den Humor mit. Und schon macht das Leben wieder richtig Spaß. Hast du sowas vielleicht auch schon mal erlebt? Die große Frage, die sich nun aber stellt, ist, wie komme ich von A nach L, also von Angst zur Liebe? Dazu stelle ich dir nun unter Auslassung all dessen, was im Buch detailliert beschrieben wurde, jene 4 Schritte vor, die du gehen musst, wenn du emotional tatsächlich die Seiten wechseln willst. Aber natürlich macht auch hier Übung den Meister. Mit einmal wird es wohl nicht getan sein. Diese 4 Schritte sind folgende. Erstens Achtsamkeit und liebevolle Selbstbeobachtung. Zweitens ein Machtwort sprechen. Drittens eine andere Wahl treffen. Viertens, die Gefühle aktiv herstellen. Am besten gehen wir diese Schritte rasch einzeln durch, damit du besser verstehst, was konkret zu tun ist. Zunächst müsstest du ja überhaupt erst einmal feststellen, wo du dich emotional befindest. Denn wenn du entspannt im warmen Pool der Liebe badest, musst du ja gar nichts unternehmen. Wenn du aber im kalten Pool sitzt und so vor dich hin bibberst, ist es zunächst die Achtsamkeit und liebevolle Selbstbeobachtung, die du mit der Frage, was genau fühle ich gerade, anwenden solltest und die dich dann weiterbringt. Dazu empfehle ich insbesondere für Anfänger den Blick auf die Pool Map, also auf diese Karte mit den aufgelisteten Gefühlen. Such dir die Emotion heraus, die am ehesten auf deine aktuelle Situation zutrifft. Nimm dann wahr, dass du jetzt das gerade fühlst. Lehn dich innerlich zurück und sage, am besten anfangs laut, aha, das ist ja interessant. Dadurch nimmst du jedes Drama raus und gestehst dir einfach ein und gestehst dir auch zu, was du fühlst. So wie ein Forscher ein Tier unter der Lupe betrachtet. Der sagt dann auch, oh, diese Spinne hat 7 Beine, ist ja interessant. Zweitens, als nächstes solltest du nun ein Stopp-Machtwort sprechen. Dazu sagst du ebenfalls am besten laut, nein, so will ich das nicht. Zur Untermauerung kannst du vielleicht sogar mit dem Fuß aufstampfen oder energisch auf deinen Oberschenkel klatschen. Und dann steig bewusst, unter Umständen sogar mit einem Schritt rückwärts, aus dieser kalten Emotion aus. Distanziere dich mit deiner inneren Entscheidung davon. Drittens, wenn du das eine nicht mehr willst, brauchst du logischerweise eine andere Emotion. Folglich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine andere Wahl zu treffen. Schau diesmal auf die Karte des warmen Pools und frage dich, was will ich stattdessen? Wähle bewusst eine günstige Emotion, also eine, die günstiger ist als die vorige,
und die dir in deiner jeweiligen Situation dienlicher ist. Und dann nimm dir zur Unterstützung gleich noch 2 weitere warme Emotionen dazu. Ich vergleiche das immer mit einem Rettungsring, erste Emotion, dem du noch 2 Schwimmflügel zur Unterstützung beisteuerst, zweite und dritte Emotion. So, 4. Schritt, nun ist es an der Zeit, die gewählten warmen Gefühle gezielt herzustellen. Das gelingt am leichtesten mit der Frage, wann konnte ich das schon mal? Also erinnere dich an eine Situation in deinem Leben, wo du dieses jetzt gewählte Gefühl bereits intensiv empfunden hast und lass die damalige Situation in deiner Erinnerung so richtig lebendig werden. Spür mit allen Sinnen in die damalige Situation hinein und lass in deinem Kopf einen bunten Erinnerungsfilm ablaufen. Und schwupps fühlst du dieses Gefühl auch tatsächlich. Bingo! So funktionieren nämlich Erinnerungen. Ja, du wirst lachen, aber das war sie schon, die Pool-Methode, wenn auch im extremen Schnelldurchlauf. Natürlich gäbe es dazu noch sehr viel mehr zu sagen und vor allem Beispiele und einige detailliertere Hintergrunderklärungen. Aber ganz ehrlich, dazu habe ich ja schließlich das Buch geschrieben. Und das kannst du dir ja sogar hier auf YouTube anhören. Ich habe es ja hier vorgelesen. Sei aber an dieser Stelle auch versichert, dass die Methode so gut funktioniert, wenn man sie denn anwendet, dass schon etliche meiner Klienten sagten, ihr ganzes Leben habe sich dadurch verändert, seit sie anwenden, logischerweise. Und ja, das war bei mir selbst so und das wird auch bei dir so sein. Okay, ich denke, damit lasse ich es für heute mal bewenden. Fang einfach an, übe, sammle deine Erfahrungen, lies idealerweise das Buch dazu und mach dann deine Arschbombe in dein persönliches Glück und werde somit tatsächlich dein eigener Happiness-Produzent. Ich wünsche dabei viel Glück und viel Erfolg und sende dir natürlich wie immer jede Menge Liebe. Und wenn du jetzt Lust hast, dann schau mir zu, wie ich meine erste vollständig bekleidete Arschbombe in meinen eigenen Pool hinlege. Das war wie immer deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao ciao, Gluck Gluck oder besser gesagt Glück Glück.